Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren spannenden Bericht. Heute geht es um das Chaos im Thüringer Landtag und um eine Entscheidung des Verfassungsgerichts, die mal wieder zeigt, wie es hinter den politischen Kulissen wirklich abgeht. Also schnallt euch an, das wird wild. Nach einer chaotischen Sitzung im Erfurter Landtag hat der Thüringer Verfassungsgerichtshof eine Entscheidung getroffen, die gegen die AfD gerichtet ist. Das bedeutet, die AfD, die mittlerweile stärkste Kraft im Landtag ist, musste einen Rückschlag hinnehmen. Es ging um den Alterspräsidenten Jörg Treudler, der den Ablauf der Landtagssitzung nicht so absegnen wollte, wie es die CDU geplant hatte. Und genau da fängt der Skandal an. Die CDU hatte sich beim Verfassungsgericht beschwert, weil Treudler einen Antrag der CDU blockierte. Dieser Antrag wollte verhindern, dass nur die AfD als stärkste Fraktionskandidaten für die Wahl des Landtagspräsidenten aufstellen kann. Das Verfassungsgericht entschied dann zugunsten der CDU. Treudler musste die Tagesordnung mit dem CDU-Antrag zur Abstimmung stellen. Kein Wunder, dass bei der AfD für heftigen Unmut sorgte. Aber jetzt wird es noch brisanter. Wer ist eigentlich dieser neu ernannte Schriftführer des Landtags? Lennart Geipel. Naja, da gibt es eine kleine Überraschung. Lennart Geipel ist nicht irgendwer. Er ist der Sohn von Jörg Geipel, einem Richter am Thüringer Verfassungsgericht. Und Jörg Geipel ist nicht nur Verfassungsrichter, sondern war auch früherer Innenminister in Thüringen. Ratet mal, welcher Partei er angehört. Genau, der CDU. Hier zeigt sich ein echtes Problem. Die CDU baut sich ihr eigenes Netzwerk im Landtag auf, besetzt wichtige Posten mit eigenen Leuten oder deren Verwandten und beeinflusst so maßgeblich die politischen Entscheidungen. Es ist schon irgendwie komisch, dass genau das Gericht, in dem Jörg Geipel sitzt, gegen die AfD entschieden hat. Da fragt man sich doch, wie unabhängig sind solche Entscheidungen wirklich? Die CDU in Thüringen schafft es also, sich die Machtstrukturen zurechtzubiegen, wie es ihnen passt. Lennart Geipel wird Schriftführer, während sein Vater als Verfassungsrichter über politische Konflikte entscheidet. Ist das noch Zufall oder ist das schon Vetternwirtschaft, die uns allen schaden kann? Diese Fragen muss man sich stellen, wenn man sieht, wie die CDU hier die Fäden zieht. Und jetzt schauen wir uns mal an, wer sonst noch so in der CDU unterwegs ist. Mario Vogt, der Fraktionsvorsitzende der CDU in Thüringen, ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Er ist derjenige, der die AfD immer wieder scharf kritisiert und sich als Kämpfer gegen Rechtsextremismus inszeniert. Aber könnt ihr jemanden ernst nehmen, der seine eigene Doktorarbeit abgeschrieben hat? Ja, ihr habt richtig gehört. Mario Vogt steht seit Jahren im Verdacht, bei seiner Doktorarbeit ordentlich abgekupfert zu haben. Wie kann so jemand Führungsverantwortung übernehmen und glaubwürdig sein, wenn es nicht mal in der Lage ist, seine akademische Arbeit ehrlich zu erledigen? Das wirft ein ganz schlechtes Licht auf die CDU und zeigt, dass dort vieles im Argen liegt. Da wird Politik von Menschen gemacht, die selbst keine saubere Weste haben und die Macht lieber unter sich aufteilen, anstatt Bürgerwillen zu respektieren. Die AfD hingegen wird bei jeder Gelegenheit blockiert und vor Gericht gezerrt. Das zeigt einmal mehr, wie schwer es der Partei gemacht wird, in der politischen Landschaft mitzumischen, obwohl sie in Thüringen stärkste Kraft ist. Solch Tricksereien, wie die CDU sie hier aufführt, sind klares Zeichen dafür, dass sie um ihre Macht fürchten. Und das zu Recht. Man muss sich fragen, wenn die CDU so weit geht, die eigene Familie in Schlüsselpositionen zu bringen und auf Entscheidungen von Gerichten Einfluss zu nehmen, wie steht es dann um die Fairness im politischen Wettbewerb? Ist das noch Demokratie oder schon eine Art Selbstbedienungsladen für die Altparteien? Am Ende ist es der Bürger, der die Folgen tragen muss.
Denn während hinter verschlossenen Türen Posten geschoben und Netzwerke geknüpft werden, bleiben die wichtigen Probleme im Land ungelöst. Ob es um die Wirtschaft, die Bildung oder die innere Sicherheit geht. Der Fokus der CDU scheint nicht mehr darauf zu liegen, das Land voranzubringen, sondern vor allem die eigenen Reihen zu sichern. Es wird Zeit, dass wir genauer hinsehen und solche Vorgänge kritisch hinterfragen. Ist es wirklich fair, dass ein Richter, dessen Sohn in einer wichtigen politischen Position sitzt, über Konflikte entscheidet, die die Zukunft des Landes betreffen? Die Antwort liegt auf der Hand. Ich hoffe, dieser Einblick hat euch gezeigt, was wirklich hinter den Kulissen abläuft. Bleibt dran, denn solche Enthüllungen werden in der kommenden Zeit wohl noch öfters ans Licht kommen. So, das war's für heute, Leute. Wenn euch dieses politische Theater genauso sprachlos macht wie mich, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Hier wird gnadenlos enthüllt, was die Regierung und die Altparteien gerne verstecken würden. Es ist einfach nur verrückt, wie sich bestimmte Politiker ihre Posten sichern und dabei den Bürgern weismachen wollen, sie hätten alles im Griff. Am Ende zählt nur ihr eigenes Wohl. Und wer zahlt den Preis? Genau wir. Vergesst nicht, auch in den Kommentaren zu schreiben, was ihr davon haltet. Eure Meinung interessiert mich brennend. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu PayPal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt wachsam und kritisch. Bis bald.